Bevor wir in die Daten eintauchen, die folgende Analyse basiert auf dem offiziellen Verordnungsentwurf COM 2025-837 der Europäischen Kommission. Das ist keine Rechtsberatung und keine Anlageberatung. Wir analysieren hier potenzielle Szenarien und die technokratische Architektur, wie sie sich aus den folgenden Dokumenten ergeben könnte. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung auf Basis der Quellen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum komplexe Gesetze oft in Dokumenten versteckt werden, die niemand liest? Am 19. November 2025 wurde ein Entwurf veröffentlicht, der potenziell das Ende der Datentrennung in Europa einleiten könnte. Es geht um die Digital-Omnibus-Verordnung. In den nächsten Minuten werde ich Ihnen nicht nur meine Meinung dazu sagen, ich werde mit Ihnen gemeinsam den Code dechiffrieren. Wir schauen uns die Artikel an, die theoretisch dazu führen könnten, dass Ihr Privatleben und Ihre Unternehmen in einer völlig fremden, neuen Architektur verschmelzen. Willkommen in der Realpolitik Fokus. Strategie Zentrale. Sehen wir uns Artikel 4a an. Dort heißt es, gewährleistet die Interoperabilität zwischen qualifizierten elektronischen Attributsbescheinigungen und der biometrischen Validierung. Jede Berechtigung muss kryptografisch an die biometrische Identität gebunden sein. Wir dekodieren. Auswirkungen auf den Bürger. Ihre Rechte sind an ihren Körper gebunden. Kein Gesichtsscan gleich kein Führerschein, kein Zugang zu Konten, eine digitale Existenz ohne Biometrie wird rechtlich unmöglich. Welche Auswirkungen auf die Unternehmen? Firmenvollmachten werden biometrisch. Fällt der Geschäftsführer biometrisch aus, steht der gesamte operative Geschäftsbetrieb sofort still. Gehen wir weiter in Artikel 12. Artikel 12. Harmonisierte Bedingungen für den behördlichen Zugriff auf traktionsbezogene Datensätze zur Sicherung systemischer Stabilität im digitalen Finanzraum. Was könnte das bedeuten? Die Auswirkungen der Bürger. Privatsphäre beim Einkauf erlischt. Behörden können ihre Zahlungsströme ohne Richter prüfen, sobald systemische Stabilität als Grund angeführt wird. Welche Auswirkungen für die Unternehmer könnte es haben? Cashflows werden gläsern. Das Bankgeheimnis wird durch systemisches Risikomanagement ersetzt. Jede Überweisung ist künftig vorvalidiert. Steigen wir ein in den nächsten Artikel, Artikel 15a. Hier heißt es wie so schön, verpflichtet Unternehmen zur Bereitstellung geschäftskritischer Daten an öffentliche Stellen bei außergewöhnlicher Notwendigkeit zur Bewältigung systemischer Krisen. Wir dekodieren das Ganze mal. Die Auswirkungen für den Bürger. Daten, die Unternehmen über sie halten, werden im Krisenfall zum direkten staatlichen Zugriffsobjekt. Die Auswirkungen für den Unternehmer könnten sein, Betriebsgeheimnisse existieren nur noch auf Zeit. Bei Notwendigkeit müssen sie ihre gesamte Datenstruktur den Behörden offenlegen. Wir gehen weiter in Artikel 18. Hier heißt es so schön, schafft die technische Grundlage für die nahtlose Portabilität von Echtzeitdaten zwischen Ledger-Schnittstellen und behördlichen Monitoring-Systemen. Wir dekodieren das Ganze. Auswirkungen für den Bürger könnten sein, Ihr digitaler Zwilling wird lückenlos. Jede Bewegung, jede Transaktion wird ohne Zeitverzögerung in Ihr zentrales Profil synchronisiert. Und die für die Unternehmer. Unternehmen müssen künftig Open Access für die Aufsicht bieten. Das Reporting wird automatisiert und permanent. Gehen wir weiter in Artikel 22. Hier heißt es so schön, validiert den Einsatz automatisierter Entscheidungssysteme, KI, zur Bewertung der Compliance und des Risikoprofils innerhalb des digitalen Rechtsrahmens. Dann wollen wir das Ganze jetzt mal dekodieren. Auswirkungen für den Bürger könnten sein,
Ein Algorithmus entscheidet über ihre Kreditwürdigkeit oder Mobilitätsrechte. Ein menschlicher Widerspruch ist im System nicht vorgesehen. Welche Auswirkungen könnten es für den Unternehmer wieder haben? ESG-Scores und Compliance werden von KI gesteuert. Sinkt Ihr Score algorithmisch, entzieht das System Ihrem Unternehmen die finanzielle Basis. Gehen wir weiter zu Artikel 25. Hier heißt es so schön, erfordert die Einbindung von Hardware-Sicherheitsmodulen zur Verankerung der digitalen Identität auf dem Endgerät des Nutzers. Wir dekodieren das Ganze auch. Auswirkungen der Bürger könnten sein: Ihr Smartphone wird zur digitalen Fußfessel. Ohne die spezifische Hardware-ID Ihres Gerätes sind Sie im Markt nicht mehr existent. Für die Unternehmer könnte es heißen, zertifizierte Hardware wird zur Pflicht. Ein technischer Defekt kann die rechtliche Handlungsfähigkeit eines Unternehmens beenden. Gehen wir rein in Artikel 32q. Synchronisation von Gesundheitsdatenräumen, EHDS, mit dem Rahmen für elektronische Identitäten und Finanztransaktionen, Unified Ledger. Das könnte bedeuten, Ihr Körperstatus entscheidet über Ihr Geld. Kein Zertifikat gleich keine Freigabe für bestimmte Transaktionen im Ledger, WHO-Logik. Für die Unternehmen könnte das Auswirkungen haben. Arbeitgeber werden zu Hilfspolizisten. Sie müssen Gesundheitsdaten validieren, um am Finanzkreislauf teilnehmen zu können. Dann gehen wir jetzt mal weiter in Artikel 32k. Hier heißt es so schön, ermöglicht den Behörden den Zugriff auf Echtzeit-Umweltdaten vernetzter Produkte zur Validierung individueller CO2-Budgets. Schönes technokratisches Deutsch. Könnte heißen, Smart Meter und IoT-Geräte melden ihren Verbrauch. Bei Budgetüberschreitung sperrt das System automatisch entsprechende Funktionen. Für die Unternehmer könnte es bedeuten, Produktion wird in Echtzeit Emissionswerte gekoppelt. Überschreitet die Fabrik das Limit, schaltet der Ledger die Energie oder Zahlungen ab. Gehen wir weiter in Artikel 38. Spannend. Hebt bestehende Schutzvorschriften zur Datentrennung in öffentlichen Registern auf, um die Interoperabilität der Verwahrungsakte zu gewährleisten. Welche Auswirkungen könnte es sein für den Bürger? Das Ende der Silos. Das Finanzamt weiß, was der Arzt weiß. Alle Behörden arbeiten an einem einzigen lückenlosen Dossier über sie. Für die Unternehmen könnte es bedeuten, vollständige Transparenz gegenüber allen EU-Behörden gleichzeitig. Datennischen werden rechtlich liquidiert. Dann wollen wir in Artikel 44 weitergehen. Und hier heißt es wieder so schön, Rahmen für den automatisierten Austausch von Compliance-Metadaten mit internationalen Organisationen. BITS, IWF, WHO. Wir dekodieren das Ganze. Was könnte das für den Bürger bedeuten? Ihre Daten verlassen die EU. Sie werden Teil eines globalen Scoring-Systems, dem man geografisch nicht mehr entkommen kann. Und für die Unternehmer, globaler Datensync macht Standortvorteile zunichte. Ihre Compliance-History folgt Ihrem Unternehmen weltweit in Echtzeit. Gehen wir in Artikel 48. Regelt die rechtliche Anerkennung von Drittland-Identifikationssystemen innerhalb der Union zur Sicherung globaler Transaktionsketten. Was könnte das jetzt wieder bedeuten? Wir dekodieren das Ganze. Globale Interoperabilität. Ihr EU-Profil wird mit Systemen aus den USA oder Asien kompatibel. Die globale Akte schließt sich. Für den Unternehmer Zwang zum globalen Ledger-Standard. Wer global handeln will, muss seine Firmendatenbiografie dem globalen Standard öffnen. Gehen wir weiter. Artikel 51. Implementierung von Echtzeitmonitoring, Schnittstellen für Notfallszenarien gemäß den geänderten internationalen Gesundheitsvorschriften, IHR. Wir werden das Ganze jetzt wieder dekodieren. Im WHO deklarierten Notfall übernimmt das System die volle Steuerung über Ihre Wallet und Ihre Mobilität. Für die Unternehmer könnte das bedeuten, Geschäftsbetrieb wird per Algorithmus unterbrochen.
Sobald globale Trigger aktiviert werden, automatisierte Quarantäne der Wirtschaft. Gehen wir weiter in Artikel 55. Anpassung der Geltungsdauer administrativer Zugriffsberechtigung auf Altdatenbestände zur Sicherung der historischen Compliance. Wieder so ein schöner technokratischer Satz. Wir dekodieren das Ganze mal. Das System vergisst nie. Daten von vor 10 Jahren beeinflussen heute ihren Risikoscore im digitalen Ledger. Für die Unternehmer. Historische Betriebsdaten werden zur Haftungsfalle. Das System scannt rückwirkend ihre Datenhistorie nach neuen Regeln. Gehen wir weiter. Artikel 59. Inkrafttreten der Übergangsbestimmungen für Langzeitdatenverträge. Legacy-Klausel bis 2049. Wir dekodieren das Ganze mal wieder. Wer heute im System ist, bleibt für die nächsten 25 Jahre unter dieser Aufsicht. Die 2049er Klausel zementiert den Zustand. Für die Unternehmer könnte das bedeuten, Investitionsschutz wird ausgehebelt. Alle Langzeitverträge werden rückwirkend der neuen Kontrolllogik unterworfen. In Anhang 2. Viele glauben, es geht nur um Stammdaten, doch Anhang 2 spezifiziert hochwertige Datensätze. Wenn wir uns den Bereich Mobilität ansehen, könnten hier Echtzeitreiseprofile direkt mit Ihrem Finanzprofil im Ledger verknüpft werden. Das hieße theoretisch, Ihre Bewegungsfreiheit wird programmierbar. Ein Szenario, in dem das System Ihre Wallet basiert auf Ihren Standort validiert oder einschränkt. Wir gehen mal in den Anhang 2 rein. Georaum. Kategorisierung hochwertiger Datensätze zur geografischen Positionierung. Katasterdaten und physische Adressprofile. Auch hier werden wir wieder das dekodieren. Für den Bürger lückenlose Ortung, jede Bewegung wird mit ihrem Finanzprofil verknüpft. Zonen können digital durchgesetzt werden. Für den Unternehmer totale Transparenz über Firmenstandorte und Immobilienbesitz. Standortdaten, Steuern, ESG-Zwänge. Wir gehen weiter. Umweltdaten. Echtzeitdaten zur Umweltbelastung, Emissionen und Ressourcennutzung, vernetzter Produkte und Infrastrukturen. Auch hier werden wir dekodieren. Was könnte das heißen? Ihr persönlicher CO2-Fußabdruck wird in Echtzeit berechnet und gegen Ihre Kaufkraft gebucht. Die Auswirkungen für die Unternehmer. Unternehmen verlieren ihre Betriebserlaubnis im Ledger sofort, wenn Umwelt-Echtzeitdaten nicht den Normen entsprechen. Gehen wir weiter. Meteorologie. Wetter- und Klimadaten als Grundlage für automatisierte Krisentrigger und Notfallmanagement. Auch hier dekodieren wir das Ganze. Wetterdaten werden zum Trigger für Aufenthaltsverbote oder Walletsperren. Geofencing. Für die Unternehmer könnte das bedeuten, Wettertrigger steuern Lieferketten. Klimadaten werden zur Grundlage für Versicherungsvalidierungen im Ledger. Wir gehen weiter. Statistik. Aggregierte demografische und wirtschaftliche Daten zur makroökonomischen Steuerung der Architektur. Auch hier werden wir wieder dekodieren. Sie werden zum statischen Gut. Ihre Bedürfnisse werden durch makroökonomische Programme des Systems ersetzt. Zentrale Marktsteuerung statt Wettbewerb. Bedarf wird statistisch deklariert und per Ledger finanziert. Für Unternehmen. Unternehmen. Vollständige Transparenz über wirtschaftlich Berechtigte und Firmengeflechte in Echtzeit. Auch hier gehen wir wieder tiefer. Was könnte das bedeuten? Das Ende des privaten Eigentums im Verborgenen. Alles, was Sie besitzen, ist für die KI-Aufsicht sofort sichtbar. Für die Unternehmer könnte dies bedeuten, automatisierte Sperrung ganzer Ketten bei Compliance-Fehlern einzelner Partner oder wirtschaftlich Berechtigter. Mobilität. Echtzeitdaten über Verkehrsflüsse, Fahrzeugbewegungen und individuelle Reiseprofile. Wir dekodieren hier auch wieder mal, was könnte dieses wieder bedeuten. Ende der freien Reise. 15-Minuten-Städte werden technisch durch Mobilitätstrigger in der Wallet durchgesetzt. Für die Unternehmen. Logistik wird voll kontrolliert. Frachtzahlungen im Ledger erfolgen erst nach behördlicher Freigabe der Route. Und hier kommen wir zum entscheidenden Punkt, der beweisen könnte,
dass dies kein temporärer Test ist. Artikel 59 in Verbindung mit der Datenverordnung legt eine Frist bis zum Jahre 2049 fest. Das bedeutet, wer heute im System ist, bleibt für die nächsten 25 Jahre unter dieser Aufsicht. Die 2049er Klausel zementiert den Zustand. Für Unternehmen heißt dies, Investitionsschutz wird ausgehebelt. Alle Langzeitverträge werden rückwirkend der neuen Kontrolllogik unterworfen. Keine Flucht. Das bedeutet nach meiner Analyse, wer heute langfristige Verträge im System hält, bindet sich potenziell für ein Vierteljahrhundert an diese neue Kontrolllogik. Es ist die digitale Login einer ganzen Generation. Wir stehen vor einer technokratischen Konvergenz, wie wir sie noch nie gesehen haben. Die Architektur ist global. Die Standards sind gesetzt. Meine Aufgabe ist es, Ihnen die Werkzeuge zu geben, damit Sie diese Dokumente selbst verstehen. Was denken Sie? Ist das die notwendige Modernisierung oder der Weg in ein System, dem man nicht mehr entkommen kann? Schreiben Sie es in den Kommentaren. Wenn Sie die Quellen und alle Artikelnummern selbst prüfen wollen, finden Sie den Link in der Beschreibung.